Hallo und willkommen zu einem neuen Tag hier auf der Baustelle. Heute bin ich allein und werde die aufrechten Steine an der Fassade hinstellen oder zumindest mal, sagen wir, einen Plan dafür machen, so eine Art Prototyp. Und außerdem werde ich noch mit Rostschutzfarbe auf der rückseitigen Fassade einen Stahlträgersturz quasi lackieren und dann können wir die Tage da dann auch den bereits abgeschlagenen Putz wieder anbringen. Hier sind wir nun auf der rückseitigen Fassade, also auf der Gebäuderückseite, und hinter mir seht ihr auch schon den freigelegten Stahlträger, den ich jetzt behandeln werde mit der Rostschutzfarbe. Hier hat die Zeit auf jeden Fall schon einiges an Rostarbeit geleistet und hier wird dann wieder zugeputzt. Von daher kommt jetzt erstmal die Rostschutzfarbe drauf. Yay! Aufgabe 1, die Beschichtung des Stahlträgers ist jetzt bereits erledigt. Und jetzt geht es darum, an der Fassade die stehenden Steine anzubringen zwischen die Sparren. Dafür muss ich mir auf jeden Fall erstmal abmessen, wie hoch die überhaupt sein müssen und dann mal ein paar Teststeine schneiden. Und dann schauen wir uns das jetzt mal gemeinsam an. Hier auf bekannter Position angekommen. Werde ich jetzt mal schauen, wie hoch es quasi noch ist und wie wir dann unsere Steine zuschneiden müssen oder ob es vielleicht sogar auch ohne Zuschnitt geht. Schauen wir mal. Hier habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal einen Backstein und der muss jetzt hier hin. Und wow, es passt einfach so. Nice. Also, dass das jetzt einfach so passt, hätte ich nicht gedacht. Und das macht natürlich alles echt wesentlich einfacher. Von daher freue ich mich sehr und jetzt geht's weiter mit der Mörtelung.
hier könnt ihr sehen, dass es noch so Zwischenräume gibt. Die sind echt sehr schwer zu füllen. Ich komme hier mit dem Fugeneisen so gut wie gar nicht hin. Also das ist echt ganz schön kompliziert, die Steine da so in diese Felder zwischen die Sparren zu bekommen. Die passen da kaum rein. Aufrechte Steine, ja, passen doch nicht so zu 100%. Man muss dann immer noch so ein ganz bisschen was mit dem Hammer abschlagen. Vielleicht ist es doch schlauer, die einfach ein Stück abzuschneiden. Und dann ist es allerdings auch so, es ist kompliziert, den Mörtel in die Zwischenräume zu bekommen, zwischen die Steine, über die Steine. Also, es wird auf jeden Fall eine Geduldsprobe. Zwei Felder habe ich jetzt immerhin schon geschafft. Es sind noch 20 Felder. Es ist wirklich eine langsame Geduldsarbeit.
Hier ist ein Feld. Hier ist ein Feld. Und da drüben ist ein Feld. Die 3 Felder habe ich jetzt heute geschafft. Jetzt geht es darum, neue Steine hier hoch zu holen. Und ich glaube, das schaffe ich heute nicht mehr. Von daher gebe ich mich zufrieden mit den 3 Feldern, die jetzt prototypisch hier hergestellt sind. Das war ja auch die Idee für heute. Und ja, in ein paar Tagen geht's weiter mit richtig Energie und auch mehr Leuten. Puh, das war's für heute. Ja, ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe jetzt 3 Felder geschafft und wollte ja letztlich eigentlich nur ein prototypisches Feld schaffen. Von daher bin ich ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Und man muss ja auch sagen, mit Aufräumen und Holz reinigen, Steine reinigen, alles nochmal ein bisschen wässern und so, ist man dann letztlich doch auch mit diesem ganzen Abbau, wenn man alleine ist, recht lang beschäftigt. Von daher freue ich mich jetzt auf den Feierabend und darauf, wenn ihr beim nächsten Video wieder reinschaut. Lasst gerne ein Like da, sagt uns in den Kommentaren, was ihr denkt über die Aufreihung dieser Steine. Und wenn ihr auf unserem Patreon-Account mal vorbeischaut, freue ich mich ganz besonders. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüssi!